Hello and welcome back to my channel. Before we get to the wedding, I have an important announcement to share with you guys. This video is going to be a bit emotional, again, because while planning and preparing for our wedding and our trip to Japan, Hikaru and I also talked about our future together and decided that we both want to leave Germany. So at the time of the wedding, we also informed our guests about our plan to move to Japan. However, we still didn't know how quickly this would happen, given the job search and the visa application process. At the end of the last vlog series, I apologized to you guys for being so slow with editing those videos, and I said you might understand why during the next videos. I hope this gives you a bit of insight into why 2024 has been such a busy year for us, filled with so many big changes. You're probably wondering about our reasons for leaving as well. I will come up with a separate video about that in the future. But for now, let's focus on our big day. It was the morning of the wedding, and I stayed with my maid of honor because someone had to help me get into my dress. We also wanted to surprise Hikaru, who hadn't seen me in it yet. Even though I got up at 4:30 AM to do my hair and get dressed, we were running late, so I ended up doing my makeup in the car. The ceremony was set to begin at 10 AM, and there were still a few things to take care of beforehand, including welcoming our guests. We had planned our civil wedding at Benrath Palace in Düsseldorf. Both the ceremony and the after party with catering were organized on the palace grounds. The Pink Palace is a very popular wedding location in Düsseldorf. We thought it was a cool idea. I mean, how many people can actually say they got married in a pink palace in Germany? Sarah, Statement. Die Hochzeit steht bald bevor. Wie geht's dir? Wie ist es? Also wie ist die Lage? Sehr nervös. Wie ist das Wetter? Das Wetter ist grandios. Also wir brauchen so viel Sonnencreme, ich kann mich gar nicht retten. Es ist nur am Regnen. Wunderschön. Zeig mal dein Kleid. Was hast du da an Totales? The dress carries a little story with it. Originally, I had pre-ordered a different dress, which was supposed to arrive before Japan. However, when it still hadn't arrived after our return, and the seller couldn't give a concrete delivery date, I started to get anxious. Hikaru even said to me, "It doesn't matter, let's just get married in t-shirts." I called him crazy, since in Japan he had a new tuxedo custom made for the wedding in just 2 weeks. So I started looking for a last-minute alternative with my maid of honor. By chance, I found a dress from a former bride in my size on eBay in Düsseldorf. When I tried it on, it fit almost perfectly. She and her mother were also thrilled to see the dress worn again and sold it to me for only 200 bucks, including matching shoes and a veil. I was over the moon and the wedding was saved. The original dress arrived only a few days before the wedding and hadn't been altered properly. If I hadn't found this dress, we would have probably gotten married wearing t-shirts after all. Kurzes Statement zur Hochzeit. Ja, ich bin total angetan, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, dass ich jetzt eine wichtige Aufgabe habe, den Schirm zu halten. Regenschirm, ja. Wir haben noch mehr Regenschirme, also falls einer nicht reicht. Would you like to give a statement to the wedding? Yeah, are you guys ready? It's exciting to be here. The weather, luckily, is not raining. Everything worked out. Everything worked as well. Herr Chuck, Okay. wie geht es Ihnen heute? Mir geht es gut. Freuen Sie sich auf die Hochzeit? Ja, auch mal wieder das Schloss Benrath von innen zu sehen. Frau Duck und Sie? Ja, mir geht's prima. Ja. Super. Die Hochzeit wird toll. Ja, super, ne? Aber gut, auch bei dem Wetter wird's schön. Auch bei dem Wetter. Ja. Hikaru was supposed to see me for the first time in my dress in front of the palace and was already waiting there, completely nervous, standing in the rain. Er guckt schon, er hat schon geguckt. Because of the rain, my dress became soaked and very heavy. So, to dry it a bit before the ceremony, I walked back and forth on the carpet in the palace, as recommended by the staff. Morgen. Erst seid du ein Statement zur Hochzeit. Wie wird es heute? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Freust du dich? Bist du glücklich? Er hat tatsächlich gar keine Ahnung vom Ablauf. Also wir haben den ganzen Ablauf gemacht, Manchi und ich. Ist wohl deine erste Hochzeit, Hikaru. Er ist nur Gast. Er ist heute nur Gast auf seiner eigenen Hochzeit. Keine Ahnung, wie das wird.
Jungs, wie ist es? Seid ihr froh, hier zu sein? Freut euch auf die Hochzeit? Ja, geil. Fall. Beste Hochzeit ever heute. Ihr müsst es in Englisch interviewen. Oh, It's okay, I understand. okay, I okay. speak German, so it's okay. Super exciting to be here. Super excited, yeah, it's very exciting. They're really like nice couple, looking great together. But it's raining. It's raining. It's raining. Super, Harald, freust du dich? Na klar. Wenn Tochter heiratet. Wie fühlt man sich da? Das ist ein bisschen, kann ich gar nicht beschreiben. Küken werden erwachsen. Ja, irgendwann ja, manche ja. We made our way to the ceremony. The guests were guided into the palace through a side entrance. In the meantime, Hikaru and I were given an explanation of the proceedings before the wedding. Hikaru, wie findest du das? Gut, ne? Bist du aufgeregt? Nervös? Ah, thank you for coming. Since the palace is a protected historical monument, the guests had to put on slippers over their shoes to avoid damaging the floor. It was a hilarious sight to see them walking around in their slippers. Ich frage Sie, Hikaru Saito, ist es Ihr freier und fester Wille, die Ehe mit der hier anwesenden Sarah Stocker einzugehen? So antworten Sie bitte jetzt mit Ja. Ja, das kann doch nicht. Dann darf ich auch die Gegenfrage an Sie richten. Ist es auch Ihr freier und fester Wille, Sarah Stocker, die Ehe mit dem hier anwesenden Hikaru Saito einzugehen? So antworten Sie bitte jetzt ebenfalls mit Ja. Ja, ich will. Das war auch deutlich. Dann darf ich Kraft meines dir verliehenen Amtes als Standesbeamter auch mit Freude aussprechen. Sie sind nunmehr Kraftgesetzes rechtmäßig verbundene Ehemutter. Sie dürfen gerne mal applaudieren. Ja, dann habe ich die besondere Freude, Ihnen gleich als allererstes hier im Raum herzlich gratulieren zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Eheschließung. Dann alles gut. After the ceremony, we were showered with congratulations from all our guests. There's something in me screaming, and I don't wanna listen. So I turn it down.
worst enemy. I steal from your heart, but you stay with me. And I hate that you give me all that you got, when all that you have is someone I'm not. All that you have is someone I'm not. Afterward, we had time for a short photo shoot inside the palace. Marty is an amazing photographer and captured some breathtaking shots for us. Once the photo shoot was over, we made our way to the champagne reception, where our guests were already waiting for us. Machen wir jetzt mal weiter Interview. Herr Saito, gerade geheiratet. Am Namen hat sich nichts geändert, aber wie fühlen Sie sich? Neuer Ring? Nichts. Zeigen Sie mal den Ring. Ah ja. Zeigen wir mal die Uhr. Ja, überall. Oh. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Nichts hat sich geändert. Nichts hat sich geändert. Nothing changed. Ihr Nachname? Sarah. Ja. Hat sich mehr verändert. Ja, ich habe einen neuen Nachnamen. Und einen Ring. Zeig mal den Ring. Was ist das für einer? Das ist ein Carbonring mit Gold. Wow. For our rings, we chose the manufacturer Acredo. Hikaru's colleague had once given us a Japanese wedding catalog. That's where we first came across the brand. Acredo is a German company that also produces rings in Japan, which we found to be a perfect fit for us. Initially, we had planned to have our rings made during our trip, together with my father. However, we were informed by their Tokyo branch that the time frame from mid-March to early May would be too short to have the rings ready in time. Luckily, we found a jeweler in Düsseldorf who also offered Acredo rings. Ja. Fühlt sich an. Dann kommt die nächste Frage. Ja? Wann kommt denn euer Ring? Das wissen wir noch nicht. Wir sind nicht so die Heiratsleute. Das macht man in der Schweiz wohl nicht. So, Sarah, machen wir auf dich. Okay, ich hoffe einfach mit Glas. Lass uns anstoßen auf dieses Thema, auch wenn das Wetter nicht so gut ist. Cheers. Herr Saito, Rede. Wie das läuft. Herr Saito, eine Rede. Keine vorbereitet. Nicht vorbereitet. Du kannst jetzt zu deinen Leuten gehen und mit denen reden. Ja, vielleicht in Japanisch? Ja, redest du mit Japanern? Ja, vielleicht. Nihongo Kakoi. Später. Shinshin wa Chisai. Ja, niemand hat das verstanden, außer mir. Ist gut. Ach, Prost. Prost. Alles Gute. Dankeschön. Gibt es nicht so Geschwisterposen so? Ich weiß nicht, was ist das, oder? Oder so im Kopf. Nee, Springbock. Einmal Springbock. Sarah Springbock über... Na, ich denke, ist gut, oder? Ja, mach mal. Oder zieh an der Krawatte. Wollt ihr mich weiter? Yeah, exactly. What's Aber ganz schön. Mach mal so ein Herz über die. Genau. Tolle Fotos. Oh, ist das süß, oder? Ja. Hey, Sarah, so, also Sektempfang ist schon volle Gange. Ich habe jetzt schon meinen zweiten, das hat keiner mitbekommen. Interview jetzt gerade ein paar Leute, Cory filmt.
Ja, Hälfte schon angegangen anscheinend. Und ich nehme dich mal mit auf eine Tour. Marti, wenn du fertig gemacht hast, kannst du auch mal ein Interview geben für die beiden, oder? Natürlich kann ich das. Also es war ein bisschen chaotisch. Trink erstmal was. Also es war richtig chaotisch. Aber wir haben es überstanden. Jetzt kommt der schwierige Teil, der Trauzeugenteil. Ja, ich muss die ganze Meute jetzt hier anlaufen halten. Ja, für gute Stimmung sorgen. Genau. Aber dafür sind ja noch mehr Leute hier. Wie zum Beispiel Cory. Okay, we done with the ceremony. How is it? How is the feeling? How are you? You have enough sect? I'm very happy for both of them. Yeah, I'm very happy for both of them. It's a pleasure to be here. And yeah, enjoying a few drinks and see where the day takes us. A lot of drinks. It was wonderful. Both of them, they're very beautiful couples, so I wish all the best. What do you wish them for the future? Oh, they have a great time in Japan, and let's go and visit them. Yes. So any feedback for the castle? For the castle, it was Yeah, good. feedback, it's I good. didn't like this sleepers. Yeah, but no one other likes than the that, sleeper. amazing. Of course. So you're going to marry here too with this gentleman? We'll see what the future brings. Thank you for the interview, ma'am. Cheers. You don't. Oh, then just take a sip. Thank you. Cheers. You're a good cameraman. Yeah, I know. So, junger Mann, die Zeremonie ist vorbei. Du hast eine gute Arbeit geleistet. Hast du vielleicht hier noch ein paar Glückwünsche zum Brautpaar? Haben wir schon gemacht. Haben wir schon. Hast du Ich habe das schon gemacht. Hast du schon gemacht. Du musst das jetzt wiederholen. Genau dasselbe, was Marti gesagt hat. Er hat bestimmt gesagt, sie wünscht den beiden alles Gute für alle ihre Pläne und alle ihre Träume. Ja. Und ja, auf ein schönes, gemeinsames, zukünftiges Leben. So, nach der Zeremonie, wie ist es? Wie ist die Stimmung, wie ist die Lage? Habt ihr genug zu trinken hier? Wir haben genug zu trinken, es ist warm und wir freuen uns, dass es jetzt gleich weitergeht. Super, irgendwelche Glückwünsche fürs Pärchen? Ja, alles Gute, egal in welchem Land. Auch Gesundheit? Natürlich. Supi. So, Emily, du bist jetzt hier in Düsseldorf. Wie findest du es hier? Findest du es schön oder ne? Feedback zum Schloss? Ja, das Schloss ist auch sehr schön. Ja. Sehr alt, aber sehr schön. Hast du vielleicht was zu bemängeln an das Schloss? Also Feedback, das wir weitergeben, was Also die es war Messer sehr machen schön, können? Aber diese Kartoffeln, die haben mein ganzes Outfit zerstört. Ah, Ja. das ist schlecht. Irgendwelche Worte an das Pärchen? Ja, ganz viel Glück und viel Glück in der Ehe und niemals dürft ihr euch trennen und egal wo, aber wenn ihr nach Japan zieht, dann nehmt ihr mich mit. So, Familie Tak, Ja, die Hochzeit, wie fandet ihr die? super. Alles, habt ihr genug zu trinken bekommen? Alles wunderbar. Auch trotz des schlechten Wetters alles wunderbar. Ja. Irgendwelche Worte an das Paar? Ja, wir wünschen natürlich ganz viel Glück. Ja. Und wir hoffen, dass sie noch lange bei uns bleiben. Ja, das hoffe ich auch, aber ich glaube, die wollen schon. Sie haben schon geplant. Ja. Irgendwann geht es wahrscheinlich los. Ja, Und wenn dann wir müssen genug uns Anträge trennen. sammeln, dann bleiben die hier. Ja, Ne? Wir müssen Unterschriften sammeln. naja. Wir wünschen trotzdem heute noch einen wunderschönen Tag. Supi. Ganz schnelles Interview. Wie fandet ihr die Hochzeit? Ja, geht so, ne? Hätte Geht besser so, ne? organisiert sein können. Ich finde auch, also das Schloss, das hätte viel bessere Arbeit leisten können. Sauberkeit, das ist alles. Gott sei Dank war keine Hartz-IV-Hochzeit. Ja, ein Glück. Und Sekt anstatt Bier. Kampai. Kampai. Harald, hast du vielleicht ein paar nette Worte für das Pärchen? Wo soll ich die denn jetzt zaubern? Ich kann auch später mal wiederkommen. Nett kann er nicht. Ich kann doch nicht nett. Das ist, Ich glaube, du brauchst keine Worte, um deine Liebe zu zeigen. ja. So, die Zeremonie ist vorbei. Wie geht's euch? Wie ist die Stimmung hier? Die ist prima. Ist super. Habt ihr genug zu trinken? Kampai. Vielleicht irgendwelche nette Worte an das Pärchen? Yeah, we wish them all the best. I mean, we're so happy that such a
nice couple got married, and yeah, we wish them really everything. All the best. Yeah, all the best. Was hinzuzufügen? Ditto, the same. It's my husband. He thinks the same way. Yeah, I'm very happy to be here and just like for carrying the rings as well. Yeah. Nice. I wish they'd be happy forever. Yeah. So we got any feedback for the ceremony or the castle? It was very great and very beautiful the inside, and yeah, I hope you have a good time with Zara in Japan. Yeah. Thank you. You got any nice words for the couple? It was like a beautiful ceremony, wonderful, and I wish them all the luck in the long time. It's in front of them. Yeah, I think it was also so beautiful ceremony, and I hope it considers us to be a good couple and to be a good parents or so. Ah. Yeah. Oh, Chin Chin, what she say? Sie haben schon ein Interview heute. Ich habe tatsächlich den Anmosch gemacht. Hast du die Anmoderation gemacht? Ja, also ich sehe schon hier ein paar Leute sagen, alles Gute. Ne? Ich bin jetzt erst beim zweiten Sekt, aber ich bin gut dabei und ich wünsche euch allen alles Gute. Und ich hoffe, ich sehe euch bald in Japan wieder. Ja, klar. Tatsächlich mag ich lieber die europäische Couch. Aber ich habe noch was hinzuzufügen. Wir sind gerade dabei, Unterschriften zu sammeln, dass sie doch hier bleibt. Weil wir sind halt eine Demokratie und wenn halt genug Unterschriften sind, dann haben wir keine andere Wahl, als hier zu bleiben. Das ist das leider. Cheers, mein Lieber. Cheers. Bevor das Mittagessen überhaupt eröffnet wird, müsst ihr euch da mal durchschneiden. Mit Nagelscheren natürlich. Und ganz wichtig, du musst sie gleich ins Herz durchtragen. Viel Spaß! Matti had also planned some fun games for us, but what exactly awaited us remained a surprise. But how about in your country? Are wedding games a tradition there too? Maybe some of you have even taken part in similar ones. Let us know in the comments. After successfully completing the first challenge, we opened the buffet in the banquet hall for our guests. A few additional guests also arrived. Unfortunately, they couldn't attend the wedding ceremony in the morning due to work. Press your finger here. Put it on one of the branches. Ooh. And you? Pink, should I go for pink or? Herr Saito, wir stellen jetzt den Kuchen an. Also, wie findest du das? Noch näher ins Gesicht? Ja, echt. Ja. Meinungen zum Kuchen? Wer hat den ausgesucht? Vielleicht mal eine Backstory zum Kuchen? Was glaubst du? Ich glaube, Sarah hat den ausgesucht, weil die ganz viele Fotos in den Discord reingeschickt hat und diskutiert. Richtig. Das ist eine Geschichte, Sarah. Also. Es gab einen Arzt, einen sehr netten Arzt in einer Augenarztpraxis und der hatte eine sehr deliziöse Hochzeitstorte mit Passionsfrucht. Deswegen wollte ich auch Passionsfrucht haben und das finden. Aber ich habe noch Erdbeeren für die Wie viele Leute sich für den Kuchen interessieren, mehr als für die Hochzeit selber. Die Leute interessieren sich für die Torte mehr als für das Brautpaar. Je mehr das den Kuchen anschneiden, wenn es jedem recht ist. Nein, ist es nicht. Jetzt kommt Hikaros Rede. Ja, Hikaru hat die ganze Nacht dran gearbeitet. Ach nein, das ist wirklich nicht. Ja?
Nein. Nein? Nichts zu sagen. Dankeschön. Das war eine gute Rede. Sehr gute Rede. Ihr seht, was ich sehe, ne? Ihr seht das, ne? Heiratet ihr zum ersten Mal? Warte. Okay, ihr könnt. Zu dicht, Kevin. Ja, meine Haut ist nicht besonders schön. Das ist Hast du keine Skincare benutzt? Das mag ich nicht. Das ist nicht mein Stil. Nicht dein Stil? Nicht mein Stil. Egal. Entschuldige. Ja, Rezept, ja. Wie ist der Kuchen? Feedback an die, Ja, ist gut. an die Konditorei? Würdest du noch mal empfehlen? Ist kalt, ist kühl. Schmeckt wie Joghurt. Schön kühl. Entschuldigung, ich mache zweifacher Zoom. Ja, reicht Das jungvermählte Ehepaar. Oh. Ach, guck mal. Ach, sind die süß zusammen. While Matti was serving cake to the guests, Kevin was preparing his surprise of the day. Hallo zusammen. Seid ihr gut drauf? Ja! Ich habe so was Kleines vorbereitet. Leider war alles andere illegal. Deswegen mache ich das jetzt so. Jetzt kann jeder von euch ein paar nette Worte geben und Blumen überreichen, sodass das Gärtchen schön aussieht. Ja, Sarah. Ist eine super Hochzeit. Hikaru. War super heute. Ist super heute. Ich habe leider nichts vorbereitet. Bis auf die Blumen. Aber ihr seid ein tolles Paar und ich hoffe, ihr werdet auch mal lang zusammen. Besuchst du uns in Japan? Auf jeden Fall. Ja. Könnt aber auch bleiben. Liebes Ehepaar, ich freue mich sehr, heute dort zu sein. Ich wünsche euch nur das Beste. Sarah, du bist eine richtige Frau jetzt und hast einen wunderbaren Ehemann. Ich wünsche euch nur das Beste. In Japan oder in Deutschland. Oder der Schweiz. Die Beine, komm, ich mach das mit dir, ja? Daher hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob ihr es bereits wisst, aber mein Name ist Matti, ich bin Sarahs Trauzeugin und werde nun ein paar kurze Worte an euch als auch an unser Brautpaar richten. Sarah und ich haben uns im Jahr 2014 auf dem Japan-Tag in Düsseldorf kennengelernt. Wer hätte gedacht, dass nach fast 10 Jahren aus einer gemeinsamen Interesse an der japanischen Kultur eine so tiefe Freundschaft entstehen würde. Ich erinnere mich gern an jeden unserer gemeinsamen Momente zurück. Sarah, erinnerst du dich an die Harry Potter Filmabende in der Vorweihnachtszeit? Ja. Oder an die diversen kulinarischen Ausflüge in die Gastronomie, welche wir schon miteinander erlebt haben. Wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen geweint,
Wir haben geträumt und heute sehen wir eine dieser Träume in Erfüllung gehen. Du, liebe Sarah, und du, lieber Hikaru, verbindet nun offiziell eure Leben miteinander. Hikaru, ich erinnere mich noch daran, als Sarah mir das erste Mal von dir erzählt hat. Ihre Augen leuchteten, als sie von dem charmanten Mann sprach, der die gleiche Leidenschaft für Kultur und Engagement teilt wie sie. Deine Bereitschaft, aufgrund der Arbeit fast täglich von Düsseldorf nach Frankfurt und zurück zu pendeln, um bei deiner jetzt heutigen Frau sein zu können, spricht Bände über die tiefen Gefühle zu ihr und wie wichtig sie für dich ist. Du machst sie glücklich und das ist das Einzige, was ich mir für sie wünsche. Ihre Fürsorge und ihr Engagement spiegelt sich in allem wider, sei es auf der Arbeit. Ich denke, Verena kann mir da zustimmen. Absolut. In der Freundschaft als auch in der Liebe zu dir. Sarah, du bist ein wahrer Segen für diejenigen, die das Glück haben, dich in ihrem Leben zu haben. Ja. Heute stehen wir, um Zeugen einer Verbindung zu sein, die über Länder und Meere hinausgewachsen ist. Lasst uns nun alle Gläser erheben und auf das neue Kapitel anstoßen, welches Sarah und Hikaru heute beginnen. Auf die Liebe, das Lachen und die schönen Erinnerungen, die ihr alle mit dem Brautpaar teilen. Möge eure Ehe so aufregend sein wie eine Fahrt durch die windigen Küsten Norddeutschlands und die malerischen Straßen von Utsunomiya. Wo die Kultur des Herzens und der Geist der Tradition ineinander fließen und euch täglich daran erinnern, was für eine wunderschöne harmonische Verbindung ihr miteinander teilt. Danke. Emotional damage. After Marty's impressive speech, several other guests also shared a few words with us. To lift the mood a bit, we gathered in the courtyard for the bouquet toss. Überlegt euch das gut, ne? Mit dem Fangen. Das habt ihr. So ein Zufall. Das habt ihr geprobt. It's not personal, it's natural. Wetter, Uhrzeit, das war alles geplant. Lass dich nicht verarschen. Lass dich nicht verarschen. Nochmal! For the rest of the wedding, we played a few more games. Ich nehme an, wir sind über einen dürren Ast gefahren, der brach und die Pferde erstreckten sich. Da sagte die Königin, noch immer vor Schock erstarrt, zu ihrem treuen Kutscher: Mein treuer Kutscher, mein allerbester Kutscher, mein herzallerliebster Kutscher, lass uns nach Hause fahren. Der Kutscher antwortete der Königin: Natürlich, verehrte Königin, ich werde sofort die Pferde antreiben, damit wir schnell wieder im Schloss meiner Königin sind. Der Kutscher trieb die Pferde an und bald erreichten sie wieder das Schloss. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Der König, die Königin, der Kutscher, die braven Pferde, Sophie, Emily, Eugenia und Deria und die Kutsche. Mit den 4 silbernen Rädern. And Verena's daughter had a fantastic idea for the guests. They brought a Polaroid camera and challenge cards, giving each guest a photo task to complete before leaving. This way, guests worked together on their photo challenges, and in the end, we received a wonderful album with all the Polaroids and their task as a gift.
As the palace celebration came to an end, some guests kindly helped us to bring the wedding gifts home. Later, we gathered downtown and kept the party going late into the night. At Ponsang Matcha, some guests tried Korean fried chicken and soju for the first time and absolutely loved it. In the following days, we spent more time with guests who stayed in Düsseldorf for the weekend. At this point, we want to thank all our guests again for the amazing time together and your wonderful gifts. Having you by our side made this experience truly unforgettable. After the wedding, I found myself crying a lot because I realized a day like this, surrounded by all our loved ones, might never happen again in the same way. So I hope this video can give you back some of those precious memories we made together. Thank you for all. You guys will always stay in our hearts. If you want to know what happened with our move to Japan and everything we experienced along the way, make sure to subscribe to the channel. Thank you for watching.